Loki, warum arbeitest du? Du bist doch krank. Nein, es geht schon. Nein, aber du bist krank, du gehörst ins Bett. Aber ich muss arbeiten, ich brauche das Geld. Arbeiten trotz Krankheit, das ist nicht gut. Wenn du wirklich krank bist, dann solltest du dich krankschreiben lassen. Was ist das und wie geht das? Das habe ich Lisa gefragt. Mein Name ist Lisa Roth, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite bei der AOK in Karlsruhe. Lisa beantwortet dir jetzt die 7 wichtigsten Fragen zur Krankschreibung. Los geht's! Was muss ich machen, wenn ich krank bin? Also wenn du dich wirklich krank fühlst und nicht in der Lage bist, arbeiten gehen zu können, dann ist es ganz wichtig, dass du bei deinem Arzt anrufst und einen Termin ausmachst, dass der dich untersuchen kann. Außerdem solltest du deinen Arbeitgeber sofort informieren, dass du krank bist. Dem Arbeitgeber sagst du, dass du krank bist und am besten, wie lange du etwa ausfallen wirst. Hallo, hier ist Nuki. Ich möchte mich für heute und morgen krank melden, da es mir leider nicht gut geht. Du musst nicht sagen, welche Krankheit du hast. Du kannst auch eine E-Mail schreiben. Ich habe dir einen Beispieltext hier unten in die Beschreibung geschrieben. Dort stehen auch weitere hilfreiche Links. Wenn du dich bei deinem Chef krank gemeldet hast, kann er eine Krankschreibung verlangen. Was ist eine Krankschreibung? Eine Krankschreibung ist eine Bescheinigung, die du von deinem Arzt bekommst. Darauf steht dann, von wann bis wann du krankgeschrieben bist. Du bist in dieser Zeit nicht fähig zu arbeiten. Deswegen nennt man sie auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AU oder Attest. Wann brauche ich eine Krankschreibung? Die Krankschreibung brauchst du immer dann, wenn du nicht zur Arbeit gehen kannst. Normalerweise schon ab dem ersten Tag. Manche Arbeitgeber können aber auch erst ab dem 3. Tag eine Krankmeldung von dir verlangen. Das fragst du am besten deinen Arbeitgeber. Brauchen Sie schon heute einen Attest oder erst in 3 Tagen? Wie bekomme ich eine Krankschreibung? Die Krankschreibung bekommst du ganz einfach. Du gehst zum Arzt und wenn der sagt, okay, arbeiten ist nicht möglich, dann schreibt er dich krank. Der erstellt dann digital eine Krankmeldung, die er der Krankenkasse übermittelt. Du selber bekommst aber einen Ausdruck davon. Dein Arbeitgeber bekommt keine Krankmeldung von deinem Arzt geschickt. Dein Arbeitgeber fragt die Krankschreibung bei der Krankenkasse an. Der Arbeitgeber sieht nur, von wann bis wann du nicht arbeiten kannst. Mehr erfährt der Arbeitgeber nicht. Er sieht also nicht, welche Krankheit du hast. Dein Arbeitgeber hat kein Recht dazu. Die elektronische Krankschreibung gibt es nur für gesetzlich, nicht aber für Privatversicherte. Wie bekomme ich Medikamente? Mittlerweile gibt es das E-Rezept. Das bedeutet, wenn du Medikamente brauchst, dann erstellt dein Arzt dir ein Rezept, ein digitales, deswegen E-Rezept, elektronisches Rezept. Das wird auf deiner Versichertenkarte gespeichert und wenn du dann mit deiner Karte in die Apotheke gehst, kann die Apothekerin oder der Apotheker dann mittels deiner Versichertenkarte das Rezept auslesen und dir die Medikamente zur Verfügung stellen. Du kannst das Rezept per App, QR-Code oder Gesundheitskarte verwalten. Bekomme ich weiterhin mein Gehalt, während ich krankgeschrieben bin? Das kommt ganz darauf an, wie lange du krankgeschrieben bist. Bis zu 6 Wochen zahlt dein Arbeitgeber ganz normal dein Gehalt weiter. Bist du länger als 6 Wochen krankgeschrieben, dann zahlt wahrscheinlich deine Krankenkasse ab der 7. Woche. Das Ganze nennt sich dann Krankengeld. Die Krankenkasse zahlt auch Krankengeld, wenn du noch nicht lange bei deinem Arbeitgeber arbeitest. Das Krankengeld ist weniger als das Geld, das du von deinem Arbeitgeber bekommst. Ungefähr sind das 70% von deinem Netto, was du dann im Endeffekt auch haben wirst im Krankengeldbezug. Wenn du bei der AOK bist, kannst du das Krankengeld ganz einfach über die AOK-App beantragen. Wer bekommt kein Krankengeld? Kein Krankengeld bekommen in der Regel Studenten, unter Umständen selbstständige Versicherte, aber auch Bürgergeldbezieher. Jetzt möchte ich von dir wissen, hast du noch weitere Fragen zum Gesundheitssystem in Deutschland? Dann schreib sie gern in die Kommentare und wir machen dazu ein Video. Das war's und denk dran, alles wird gut.
Bis dann.